Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! In meinem Deutschkurs mache ich sehr gute Fortschritte. Ich bin gerade am Ende von meinem A1-Kurs. Bis jetzt hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, welches Thema wir heute behandeln. Ich glaube, dass wir über trennbare Verben sprechen werden. Die anderen im Kurs sind wirklich sehr nett. Wir treffen uns manchmal nach dem Unterricht und lernen gemeinsam. Hier ist meine Sprachschule. Gleich beginnt der Deutschkurs. Das sieht nach einem guten Platz aus. Hier werde ich mich hinsetzen. Da kommt auch schon der Lehrer. Sein Name ist Herr Müller. Er ist ein sehr guter Lehrer. Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen in unserem A1-Kurs. Heute behandeln wir ein sehr wichtiges Thema, und zwar die trennbaren Verben. Es gibt eine ganze Menge an trennbaren Verben in der deutschen Sprache. Aber was ist eigentlich ein trennbares Verb? Trennbare Verben bestehen aus 3 Teilen. Wir haben einmal den Verbstamm, dann die Endung en und noch ein Präfix am Anfang des Verbs. Trennbare Verben werden ganz normal konjugiert. Wir haben also die gleichen Endungen wie bei regelmäßigen Verben. Die Besonderheit ist, dass das Präfix am Ende des Satzes steht. Hier sind ein paar Beispiele. Ich stehe um 6 Uhr auf. Peter kommt um 9 Uhr an. Wie ihr seht, steht das Präfix am Ende des Satzes. Das Verb wird aber ganz normal konjugiert. Die Position des Verbs ist auch die gleiche. Bei Aussagesätzen steht das Verb an zweiter Stelle. Bei Ja-Nein-Fragen steht es an erster Stelle. Und bei W-Fragen steht das Verb nach dem Fragewort. Zum Beispiel: Wann stehst du auf? Stehst du um 6 Uhr auf? Hier könnt ihr noch einmal sehen, dass wir auch bei trennbaren Verben die gleichen Endungen haben wie bei regelmäßigen Verben. Das Präfix ändert sich nicht. Ich stehe auf, du stehst auf, er, sie, es steht auf, wir stehen auf,
Ihr steht auf. Sie und sie stehen auf. Einige oft verwendete trennbare Verben sind zum Beispiel abfahren, ankommen, aufstehen, einsteigen, aussteigen, abholen, anfangen, aufhören, einkaufen, einladen, Fernsehen, mitbringen, aufräumen. Bitte lernt die Übersetzungen zu diesen Verben auswendig. Sie sind sehr wichtig. Lars meldet sich. Hast du eine Frage, Lars? Was passiert, wenn ich ein trennbares Verb und ein Modalverb in einem Satz habe? Das ist eine sehr gute Frage. Danke dafür. Schauen wir uns die Satzstellung bei Modalverben an. Wie wir wissen, wird das Modalverb nach dem Subjekt konjugiert. Das trennbare Verb steht dann im Infinitiv am Satzende. Wichtig ist hier, dass das Präfix bei trennbaren Verben im Infinitiv nicht vom Verbstamm getrennt wird. Zum Beispiel: Ich kann dich heute anrufen. Wir können euch vom Bahnhof abholen. Habt ihr alles verstanden? Ja, vielen Dank, Lehrer. Alles klar. Dann schauen wir uns noch kurz die trennbaren Verben im Perfekt an. Sätze mit trennbaren Verben werden im Perfekt mit den Hilfsverben haben oder sein gebildet. Das GE, das bei Verben im Partizip normalerweise vor dem Verbstamm steht, steht jetzt nach dem Präfix. Zum Beispiel: Wir haben dich angerufen. Er ist in Deutschland angekommen. Wir haben schon eingekauft. Die Endung des Verbs kann wie bei anderen Verben im Perfekt entweder T oder EN sein. Habt ihr alles verstanden, meine Schülerinnen und Schüler? Dann schreibt bitte einen Satz mit einem trennbaren Verb unter das Video. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie auch gerne unter dem Video in die Kommentare schreiben. Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's!